Dieses Mal zeige ich euch eine Idee für ein Allerheiligen-Gesteck und als Basis verwende ich jetzt gleich diese Nasssteckschaumkugel. Ich hatte die jetzt auch eine gute Stunde im Wasser liegen gelassen, damit sie sich halt letzten Endes ja halt auch mit Wasser so richtig schön vollsaugen kann. Und die hat jetzt in meinem Fall einen Durchmesser von 12 Zentimetern. Ich bastel mir jetzt mal zunächst eine Girlande mit Schwarzkieferzapfen. Bindedraht habe ich bereits am Start. Die Farbe des Drahtes ist jetzt wirklich vollkommen egal, den wird man nachher nicht mehr wahrnehmen. So, dann haben wir jetzt hier einen Schwarzkieferzapfen und mit dem Draht gehe ich jetzt hier unten so dazwischen entlang. Vom Anfang lasse ich jetzt auch ein gutes Stück einfach mal hinausschauen. Ja, hier einfach mal so vorsichtig dazwischen entlang friemeln. Ein bisschen stramm ziehen, müsst aber jetzt hier nicht volle Pulle stramm ziehen. Dann lasse ich jetzt hier auch zwischen den einzelnen Zapfen gleich etwas Abstand. Jetzt kommt hier der zweite Zapfen hinzu und ich gehe auch wieder hier unten mit dem Bindedraht entlang. So. Zack. Ja, und das Ganze mache ich jetzt so lange, bis ich halt das Gefühl habe, die Girlande, so rum, hat gleich ja, genügend Zapfen vorhanden. Ne? Ihr könnt das auch direkt aneinander machen, aber ich persönlich will da jetzt halt ein paar Abstände dazwischen lassen, weil da soll ja nachher auch noch anderes Grün eingearbeitet werden. Das kommt dann halt zwischen die Girlande, ja, werdet ihr gleich sehen. Bevor ich den Bindedraht jetzt einfach mal abschneide, halte ich das Ganze mal hier an meine Steckschaumkugel an. Oh, das war jetzt gerade echt ein ekliges Geräusch. So, wo ist denn hier der Anfang? Ne, ob das halt von der Menge her jetzt schon mal ausreichend sein sollte. Mal ein bisschen Lucky. Ja. Ja, machen wir noch 2, 3 da dran. Sicher ist sicher. Könnt ihr auch ruhig wissen, das ist jetzt ein Gesteck, das wird für meine Omi sein. Von daher auch gleich diese pinkigen und rosafarbenen Farben. So, 3 machen wir noch und dann müsste das reichen. So, den Bindedraht, den schneide ich nun ab. Na, willst du wohl? Das hier kann aber jetzt schon mal beiseite. Das brauche ich gleich nicht mehr. Ups, mir fällt hier gleich was runter. Im Übrigen sind jetzt an meiner Girlande 17 Schwarzkieferzapfen dran. Ich kürze jetzt den Anfang meines Drahtes mal etwas ein. Das war jetzt doch ein wenig zu viel des Guten. Und der wird jetzt hier in die Steckschaumkugel hineingesteckt werden. So, und die lege ich mir jetzt hier mal so vorsichtig drumherum. Teilweise wird der Draht dann auch noch mit so kleinen Haften befestigt werden. So sehen die aus. Die sind vielleicht so, ich sag mal, 2 Zentimeter lang. Einfach damit man das Ganze nachher ein bisschen besser handeln kann. Wenn wir wirklich nur so, ich sag mal, hineinstecken. Ja, und dann einfach mal so drumherum einarbeiten, wie ihr es halt letzten Endes leiden mögt. Und immer dann mal peu à peu befestigen. Und wie gesagt, den Draht, den wird man nachher nicht mehr wahrnehmen. Und das Ganze wird ja mit den anderen Materialien auch nach und nach noch fester werden. Ich war jetzt gerade noch am Überlegen, mache ich die Unterseite mit? Ich denke, die werde ich freilassen, weil das wird man ja nachher sowieso dann halt aufs Grab hinauf stellen. Und die soll ja dann auch nicht wegkullern, die Kugel. Ich denke, ich mache das so bis zu diesem Punkt hier. Und ja, dann werde ich das hier mal eben für euch ein bisschen beschleunigen. Das Ende von meinem Draht stecke ich nun wieder in die Steckschaumkugel hinein. Ihr könnt das Ganze auch immer noch so, ich sag mal, justieren, ne? Wenn die Zapfen jetzt noch nicht so liegen sollten, wie ihr das gerne haben möchtet. Das ist jetzt während des Erstellens überhaupt kein Problem. Aber wie gesagt, die untere Seite hier, die werde ich jetzt auslassen, weil das wird man ja nachher so oder so nicht mehr sehen. Wo ist denn jetzt hier meine Schere? An weiteren Materialien habe ich jetzt hier Fetthenne. Das hier ist vom Sonnenhut. Dann haben wir hier
Hagebutten, die habe ich vorhin noch gekauft. Was haben wir hier noch? Wacholder aus meinem Garten. Die müssen jetzt auch alle noch zurechtgeschnitten werden, die Materialien. Jetzt außer natürlich die Bucheckern. Und last but not least haben wir hier auch noch Strandflieder. Das waren jetzt letzten Endes alles so, ich sag mal, die Lieblingsfarben meiner Oma. Boah, ich glaube, ich muss mal eben was trinken. Ich bin ja gerade irgendwie ein bisschen außer Atem. Schneiden wir euch mal so kurz. Und dann nur noch hier in die Steckschaumasse hineinstecken. Ne? Ist total easy. Einfach so nach Gefühl einarbeiten, wie ihr das halt letzten Endes für richtig haltet. Ich würde das Ganze auch so richtig schön üppig erstellen, weil im Laufe der Zeit verliert das Ganze ja nun mal auch an Volumen. Beim Sonnenhut, da zupfe ich mir hier die, die Blütenblätter jetzt noch ab. Der hält dann auch richtig gut, wenn man den halt zum richtigen Moment halt geschnitten hat, den Sonnenblut. Den Sonnenhut. Wenn das hier noch so gelblich ist, wenn das jetzt schon komplett braun und vertrocknet ist, dann würde ich den nicht mehr einarbeiten, beziehungsweise fasst da einfach mal dran. Der fällt dann meistens schon auseinander. Also ich denke, über diese Grabkugel wird sich meine Omi auf jeden Fall freuen, aber ich bin mit der Dekoration noch nicht ganz fertig. Ich werde nachher noch die Bucheckern hier einfach nur so hineinstecken. Eventuell befestige ich die auch noch mit einer Heißklebepistole. Das weiß ich jetzt an dieser Stelle noch nicht. So, dann haben wir hier Ranken vom wilden Wein. Habe ich vorhin im Garten geschnitten. Und der Bindedraht hat die absolute Lieblingsfarbe meiner Oma. Der ist so richtig knallig, ich sag mal pink. Ja, er geht auch so etwas ins Lila-Stichige, aber ich weiß, das war eine ihrer absoluten Lieblingsfarben. So, jetzt haben wir ja hier diese Ranken vom wilden Wein, oder ich mache das hier mal eben beiseite, jetzt nicht auseinanderfallen, das wäre es jetzt, hier der Worst Case. Wie bereits erwähnt, Ranken vom wilden Wein. So, die beiden Enden kommen beieinander. Wo ist eigentlich meine Schere geblieben? Keine Ahnung. Jetzt muss ich hier gleich noch sauber abschneiden, sonst kann man das mehr schlecht als recht in die Steckschaumasse hineinstecken. Bindedraht. Ich lasse jetzt hier ein bisschen was frei, ne, weil ich muss das ja noch sauber abschneiden. Den friemel ich mir jetzt hier mal so drumherum. Je nachdem, wie nah beieinander man den halt drumherum wickelt, umso knalliger hat man es letzten Endes. Ich denke, ich gehe einmal nach oben hinweg und dann halt einmal noch nach unten hinweg. Der wickelt sich hier gerade von alleine ein bisschen ab. Aber die Farbe mochte meine Oma so sehr. Und die Muster mit rein. Man sollte, oder ich finde, wenn man Grabgestecke selber macht oder Grabschmuck, wie auch immer, ich finde das sowieso immer schön, wenn man das halt für jeden Verstorbenen dann so individuell letzten Endes macht. Ne? Wenn man halt weiß, okay, der hat da als Lieblingsfarbe, was weiß ich, sagen wir jetzt mal blau, dass da vielleicht auch ein paar blaue Elemente mit hineinkommen. Ne? Irgendwelche blaustichigen Blumen, whatever. Ja, ist halt, finde ich, am schönsten, ne? Wenn es so individuelle Grabgestecke sind. Ja, oder man hat Glück und kann welche in den Lieblingsfarben schon kaufen. Ne? Dann hat man es natürlich ganz schnell fertig. Wobei so viel Arbeit war diese Kugel jetzt letzten Endes, das ging. Ich sag mal, ja, ich kann jetzt die Zeit gerade schlecht einschätzen. Ich glaube, ich bin jetzt hier, man darf jetzt auch nicht vergessen, ich bin ja auch immer am Filmen. Ich bin jetzt hier in der Werkstatt, sagen wir mal eine Stunde. Aber dann inklusive Film halt, ne? Die Kamera mal umstellen, alles nochmal überprüfen, nochmal Gedanken machen. Also ich würde sagen, so im Großen und Ganzen dauert so eine Kugel auf keinen Fall mehr als ein Stündchen. So, den Draht schneide ich nun ab und verfricke ihn an den Anfang meines Drahtes. Einfach hier mal eben miteinander verzwirbeln, verwursteln, ne, wie auch immer. So, dann stecken wir das hier auch mal nach unten hinweg.
Muss ich echt eben meine Schere suchen. Wo habe ich denn meine Schere hingetan? Ich schneide das Ganze jetzt so etwas schräg an, dann kann ich es halt gleich besser hineinstecken. So, Kugel, komm mal her. Ach, das habe ich ganz vergessen zu erwähnen bei dem Grün. Auch ruhig immer so schräg anschneiden, dann habt ihr es letzten Endes einfacher mit dem Hineinstecken. Ja, und jetzt kann man das Ganze hier so justieren, wie man es halt selber auch leiden mag. Dieses Ende stecke ich nun in meine Steckschaumkugel mal vorsichtig hinein und ich denke, unten drunter werde ich gleich noch eine Krampe befestigen. Ich muss mal eben schauen, ob ich das schon tief genug da drin habe. Da muss ich jetzt auch mal fairnesshalber zugeben, das ist gerade ein bisschen friemelig. Ich glaube, es hält, aber unten drunter sicher ist sicher. Na, komm her. So sehen die aus, ne? Sorry. So. Wo geht es entlang? Da. So, und die Bucheckern, wie bereits erwähnt, die stecke ich jetzt einfach nur so hinein. Kann man auch mit der Heißklebepistole befestigen. Aber ich glaube, die Arbeit spare ich mir jetzt einfach mal. Mit meiner Grabkugel bin ich jetzt soweit fertig und ich persönlich finde die auch richtig klasse. Ich drehe die jetzt mal vorsichtig für euch. Ja, und das Wichtigste ist, meine Oma wird auch diese Grabkugel lieben, weil da sind halt ihre Lieblingsfarben mit drin eingearbeitet. Und es bleibt ja auch wieder jedem selbst überlassen, welche Farben er letzten Endes ja für sowas, wie heißt es, verwenden möchte. Ne, ich finde die echt cool. So, jetzt drehen wir das hier mal einmal wieder richtig rum. Ne, also das hier kommt dann halt, was wollte ich jetzt sagen, nach vorne. Ich werde die jetzt so, ich sag mal, bis ein paar Tage vor Allerheiligen hier auch in meiner unbeheizten, kalten Werkstatt liegen lassen. Der Steckschaum ist ja letzten Endes jetzt gut gewässert und dann sollte da bis dahin eigentlich auch jetzt nichts mit passieren. Wie üblich trage ich auch nochmal alle benötigten Materialien für das Projekt in der Videobeschreibung ein. Und dann werde ich mich jetzt auch mal wieder an dieser Stelle bei euch verabschieden. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Macht's gut, eure Pink Peach.